Kennst du das Gefühl, dass du zwar viele Kontakte hast, aber nur selten jemanden, der dich wirklich versteht? Dass die, die du für Freunde gehalten hast, dich in den entscheidenden Momenten im Stich lassen? Die Erkenntnis tut weh, aber sie ist auch der Anfang, um klarer zu sehen. Heute teile ich mit dir 10 Gründe, warum echte Freundschaft so selten ist und warum es besser ist, weniger Menschen um dich zu haben, dafür aber die richtigen. Viele Menschen sind nur deine Freunde, solange du funktionierst. Wahre Freundschaft zeigt sich nicht, wenn alles gut läuft. Sie zeigt sich, wenn du fällst. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich beruflich und privat am Limit war. Und plötzlich meldeten sich die Menschen nicht mehr, die vorher ständig Zeit hatten. Ich verstand, viele können mit deiner Dunkelheit nicht umgehen. Sie mögen den Glanz, die Unterhaltung, aber nicht die Verantwortung. Das ist schmerzhaft, aber auch befreiend und es zeigt dir, wer wirklich für dich da ist und wer nur bleibt, solange es für sie bequem ist. Viele Freunde vergleichen sich mit dir und gönnen dir nichts. Neid ist oft leise. Du spürst ihn nicht sofort, aber irgendwann fällt dir auf, dass sich jemand distanziert, wenn du etwas erreicht hast. Echte Freunde freuen sich von Herzen mit dir. Sie feiern dich, ohne sich klein zu fühlen. Aber viele messen deinen Erfolg an ihrem eigenen Mangel. Und wenn du plötzlich etwas hast, was sie sich selbst wünschen, entsteht ein stiller Konkurrenzkampf. Das fühlt sich nicht mehr wie Freundschaft an, sondern wie ein Wettlauf, bei dem du immer aufpassen musst, bloß nicht zu schnell zu sein. Freundschaft wird oft mit Gewohnheit verwechselt. Nur weil ihr euch seit Jahren kennt, bedeutet das nicht, dass ihr noch zusammenpasst. Ich kenne Menschen, die seit der Schulzeit verbunden sind, aber ihre Gespräche drehen sich eigentlich nur noch um Oberflächlichkeiten. Sie treffen sich, weil sie es schon immer so gemacht haben. Aber wenn du genau hinschaust, merkst du, es gibt gar keine echte Tiefe, keine Unterstützung, kein Wachstum. Solche Beziehungen halten dich fest, aber sie geben dir keine Energie. Es ist okay, alte Verbindungen loszulassen, wenn sie dir nicht mehr gut tun. Die meisten Menschen sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wir leben in einer Zeit, in der jeder kämpft. Mit sich selbst, mit Erwartungen, mit der eigenen Vergangenheit. Viele Menschen haben einfach keine Kraft für echte, tiefe Bindungen. Sie hören dir vielleicht zu, aber nur mit halbem Ohr, weil ihre eigenen Gedanken lauter sind. Das heißt nicht, dass diese Menschen schlecht sind, aber es erklärt, warum viele Freundschaften oberflächlich bleiben. Echte Verbindung braucht nämlich Zeit, Präsenz und die Fähigkeit, wirklich da zu sein. Ehrlichkeit ist unbequem, deshalb vermeiden viele sie. Ein echter Freund sagt dir nicht nur, was du hören willst. Er spiegelt dir deine blinden Flecken, liebevoll, aber ehrlich. Viele Menschen scheuen genau davor zurück, weil sie Angst vor Konflikten haben. Sie sagen lieber gar nichts oder verstecken ihre wahren Gedanken hinter einer Maske der Nettigkeit. Das mag erstmal friedlich wirken, aber es ist unecht. Und ohne Ehrlichkeit kann keine Tiefe entstehen. Vertrauen ist keine Selbstverständlichkeit. Und Vertrauen ist das Fundament jeder Verbindung. Aber nicht jeder, dem du vertraust, ist auch wirklich vertrauenswürdig. Manche Menschen reden hinter deinem Rücken, brechen Versprechen oder nutzen dein Vertrauen aus. Das erkennst du oft erst, wenn es schon richtig weh tut. Aber dieser Schmerz ist wichtig. Er zeigt dir, wem du wirklich dein Herz öffnen kannst und wem nicht. Es macht dich wacher, klarer und schützt dich in Zukunft. Wahre Freundschaft braucht Tiefe und die ist selten. Viele Gespräche bleiben an der Oberfläche. Das Wetter, der Job, das Wochenende. Aber wann hast du zuletzt mit jemandem gesprochen und dabei das Gefühl gehabt, wirklich gesehen und verstanden zu werden? Tiefe Gespräche setzen Mut voraus und die Bereitschaft, sich verletzlich zu zeigen.
Viele Menschen haben Angst davor und bleiben lieber in sicherer Distanz. Doch ohne diese Tiefe bleibt Freundschaft nur Fassade. Dankbarkeit ist keine Verpflichtung. Manchmal halten wir auch an Menschen fest, weil sie uns in der Vergangenheit geholfen haben. Aus Dankbarkeit bleiben wir, obwohl wir längst spüren, dass die Verbindung uns nicht mehr gut tut. Aber Dankbarkeit sollte kein Kettenband sein. Echte Freundschaft lebt im Hier und Jetzt und nicht nur in Erinnerungen. Es ist okay, loszulassen, wenn eine Beziehung dir nicht mehr entspricht. Du wächst, aber nicht jeder wächst mit dir. Manchmal entwickelt man sich weiter, entdeckt neue Interessen, neue Werte und plötzlich passt die alte Verbindung nicht mehr. Und das ist traurig, aber auch ein Zeichen von Wachstum. Wahre Freunde entwickeln sich mit dir oder lassen dich in Liebe weiterziehen. Es ist mutig, diese Veränderungen anzunehmen und deinen Weg trotzdem weiterzugehen. Du brauchst nicht viele Freunde, nur echte. Wir leben in einer Zeit voller Kontakte, aber arm an Tiefe. Es geht nicht darum, beliebt zu sein, sondern dich mit Menschen zu verbinden, die deine Seele sehen, die dich verstehen, selbst wenn du nichts sagst. Vielleicht hast du nur 1 oder 2 Menschen in deinem Leben, bei denen das so ist, aber das reicht. Qualität ist wichtiger als Quantität. Du bist nicht allein, wenn du dich oft einsam fühlst, obwohl du so viele Menschen kennst. Das Problem liegt nicht bei dir, sondern in der Art, wie unsere Gesellschaft Freundschaft definiert. Echte Verbindung ist selten, aber nicht unmöglich. Lass los, was sich nicht mehr richtig anfühlt. Höre auf deine Intuition und habe den Mut, alleine zu sein, bis du die Menschen findest, die wirklich mit dir gehen. In deinem Tempo, in deiner Tiefe, in deiner Wahrheit. Schreib mir in die Kommentare, welche Erfahrungen du schon gemacht hast. Und wenn du jemanden kennst, der das hier hören muss, teile dieses Video. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit wir gemeinsam weiter wachsen können.